Okay, hier sind 10 Tipps für bessere Produktvideos. Das sind verdammt viele, daher lass uns direkt loslegen. Okay, pass auf, hier ist ein richtig cooler Trick, wie du deine Produktvideos deutlich professioneller aussehen lässt. Versuche 2 unterschiedliche Aufnahmen nicht einfach aneinander zu schneiden. Es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, wie du einen eleganten Übergang zwischen 2 Einstellungen machen kannst. Meine Lieblingsmethode ist es, die Clips ein wenig überlappen zu lassen. Stell dir einfach mal vor, du hast gerade eine Detailaufnahme von einem Produkt gemacht. Und als nächstes folgt eine Einstellung, wo das komplette Produkt zu sehen ist. Klar könntest du jetzt einfach beide Clips aneinander schneiden. Oder du maskierst das Produkt in der ersten Einstellung aus und mit einer sanften Bewegung lässt du die zweite Aufnahme dahinter erscheinen. So schaffst du einen Übergang, der deutlich smoother und hochwertiger aussieht. Natürlich gibt es hier auch viele andere Möglichkeiten. Du kannst zum Beispiel eine Bewegung vom ersten Clip wieder aufgreifen oder ein Veredelungselement wie zum Beispiel Feuer in beiden Einstellungen nutzen. Und glaub mir, dieser kleine Unterschied lässt deine Produktaufnahmen schon deutlich professioneller aussehen. Okay, willst du einen richtig coolen Trick erfahren, wie man die Aufmerksamkeit eines Zuschauers in einem Produktvideo bekommt? Erzeuge in deinem Produktvideo einen unerwarteten Moment. Das ist ein Trick, den man bei fast jeder Apple-Werbung sehen kann. Es gibt immer diesen einen kleinen Augenblick, wo etwas passiert, womit man nicht sofort rechnet. Ich nutze das sehr gerne, um ein Key-Feature bzw. eine besondere Funktion des Produktes zu zeigen. Wenn du dir zum Beispiel mal ein Produktvideo mit dem Lautsprecher anschaust, dann gibt es da diesen einen kurzen Moment, wo der Lautsprecher ins Wasser fällt. Um also zu zeigen, dass das Produkt wasserfest ist, habe ich kurz in einem Moment gezeigt, wie das Produkt aus Versehen ins Wasser fällt. Aber macht ja nichts. Einfach abschütteln und weiter geht's. Am besten baust du diesen Moment ungefähr in der Mitte des Produktvideos ein. Warum genau, verrate ich dir bei Tipp Nummer 10. Und um diesen Augenblick noch stärker hervorzuheben, lass genau in diesem Moment die Musik verstummen. Das hat gleich 2 Vorteile. Zum einen steigert das die Aufmerksamkeit des Zuschauers. Und zum anderen ist es oft gar nicht so einfach, die Musik auf exakt die Sekunden zu bekommen, die für den Werbespot gebraucht werden. Durch diese kurze Lücke hast du hier ein paar mehr Möglichkeiten. Sind wir mal ehrlich, 87,9% der Produktvideos haben entweder einen komplett weißen oder komplett schwarzen Hintergrund. Und ja, ich weiß, das ist mit meinen Produktvideos nicht anders. Kein Grund, gleich wieder einen Hate-Kommentar zu schreiben, Herbert. Um aufzufallen, kannst du also probieren, farbige Hintergründe zu benutzen. Und wer sagt eigentlich, dass es komplett einfarbig sein muss? Du kannst auch ohne Probleme mit 2 unterschiedlichen Farben arbeiten. Oder wenn du ganz fancy bist, dann kannst du deinen Hintergrund auch animieren. Hä? Solange du einen Monitor hast, wie ein Laptop, Bildschirm oder ein Fernseher, hält dich nichts davon ab, den als Hintergrund zu benutzen. Entweder spielst du im Hintergrund ein Video passend zum Produkt ab oder du animierst einfach selbst was. Und ja, theoretisch kannst du den Monitor auch als Untergrund benutzen. Ehrlich gesagt ist die Idee so cool, dass ich daraus unbedingt mein eigenes Produktvideo machen möchte. Wehe, du klaust mir die Idee. Beim Design gibt es die sogenannte 60-30-10-Regel. Ganz einfach zusammengefasst beschreibt diese Regel, wie viel Prozent eine Farbe in einer Bildkomposition einnehmen soll. Und dieses Schema kannst du super einfach für die Bildkomposition deines Produktvideos nutzen. Du brauchst einfach eine dominante Farbe, die ca. 60% des Bildes ausmacht, eine ergänzende Sekundärfarbe, die ca. 30% des Bildes ausfüllt und eine Akzentfarbe, die ca. 10% des Bildes einfärbt. Wenn du also eine Szene aufbaust, dann sollte die Hauptfarbe ca. 60% davon ausmachen, was in den meisten Fällen der Hintergrund ist. Die zweite Farbe ist meistens das Produkt selber und füllt ungefähr 30% des Bildes. Und dann kannst du noch eine dritte kleine Akzentfarbe reinbringen. Und das wirklich Tolle daran ist, dass über das Produktvideo hinweg diese Farben sich ohne Probleme in ihrer Hierarchie abwechseln können. Zum Beispiel bei einer Detailaufnahme ist natürlich die dominante Farbe nicht der Hintergrund, sondern das Produkt. Diese Regel ist also eher auf einzelne Einstellungen bezogen und nicht auf das komplette Produktvideo. Weißt du, mit welchem Tipp du super einfach deine Produktvideos verbessern kannst? Der Tipp ist eigentlich so offensichtlich, aber trotzdem sehe ich das immer wieder, dass einige das nicht machen. Nutze einen möglichst großen, externen Monitor. Die kleinen Monitore an einer Kamera sind zwar praktisch, aber sobald du Schärfe beurteilen musst, solltest du einen großen Monitor benutzen. Und vor allem hilft er dir auch dabei, deine Komposition besser beurteilen zu können. Einfach weil du mehr Details sehen kannst und sich der Monitor während der Aufnahme nicht bewegt. Professionelle und vor allem große Filmmonitore können sehr schnell sehr teuer werden. Aber besonders am Anfang brauchst du den meisten Schnickschnack gar nicht, den diese Monitore drauf haben. Du kannst tatsächlich jeden normalen Monitor dafür nehmen. Die meisten Kameras haben bereits einen HDMI-Ausgang und ansonsten gibt es für sowas Konverter. Und weil du das Video schon so weit geschaut hast, gebe ich dir hier jetzt einen richtig coolen Tipp mit. Die meisten Monitore kann man ohne Probleme mit einer Powerbank versorgen. Das heißt, du hast einen großen Monitor, den du super einfach überall hinstellen kannst. Und wenn du andere komplett beeindrucken möchtest, dann kannst du noch so kabellose Videotransmitter nutzen. Dann hast du auch kein Kabel zwischen Kamera und Monitor. Aber wenn das mal nicht extrem sexy ist. By the way, das ist auch ein guter Tipp, wenn du mit Kunden arbeitest. So haben die irgendwo einen eigenen Monitor und du kannst in Ruhe arbeiten. Ich finde es faszinierend, wie viel besser Produktvideos sind, wenn das gezeigte Bild mit der Musik abgestimmt ist. Daher solltest du unbedingt zuerst einen richtig coolen Song finden, zu dem du ein Produktvideo machen möchtest. Ich weiß, wie lange dieser Prozess dauern kann.
Manchmal sogar länger als der komplette Rest. Aber wenn du das richtige Lied gefunden hast, dann macht sich das Produktvideo fast von alleine. Ich mache es dann so, dass ich das Lied auf Dauerschleife höre und mir versuche vorzustellen, welche Bilder von dem Produkt zu welchem Moment in der Musik passen können. Und vor allem beim Hören von Musik bekomme ich oft viele neue Ideen, die das Produktvideo aufwerten. Zudem gibt dir der Takt der Musik bereits einen Rhythmus zum Schneiden vor. Das hilft dir dabei, Aufnahmen nicht zu lange zu zeigen, sondern jedes einzelne Bild stimmig zu einer Gesamtkomposition zusammenzuführen. Habe ich das nicht mal poetisch ausgedrückt? Hier ist wohl der wichtigste Tipp für Produktvideos, wenn es um Belichtung geht. Beleuchte möglichst großflächig. Das kann ich gar nicht oft genug erwähnen. Produkte werden nicht wie im klassischen Film angestrahlt, sondern Produkte reflektieren ihre Umgebung. In der Produktbelichtung filmt die Kamera also nicht direkt das Produkt, sondern die Reflexion. Und genau deshalb sind große Flächenleuchten so wichtig, denn sie geben dem Produkt eine sehr große und gleichmäßige Fläche zum Reflektieren. Das sieht zum einen deutlich hochwertiger aus und zum anderen kannst du am Set etwas flexibler arbeiten. Besonders am Anfang sind solche Diffusoren am einfachsten und am praktischsten. Aber später solltest du dann Frostfolie oder Milchglas benutzen. Und glaube mir, eigentlich ist es fast völlig egal, was du mit einem großen Flächenlicht machst. Wenn es möglichst groß ist, sieht die Belichtung auf dem Produkt eigentlich immer gut aus. Genau wie du. Wenn du gerade erst mit Produktvideos anfängst, dann fragst du dich wahrscheinlich, wie du deine Aufnahmen möglichst hochwertig hinbekommst. Der vermutlich einfachste Weg dafür ist, dein Produkt auf eine spiegelnde Oberfläche zu stellen. Keine Ahnung warum, aber das Produkt sieht dann gleich doppelt so teuer aus. Dafür kannst du ganz einfach Plexiglas benutzen. Später solltest du mehrere Scheiben haben, die jeweils in einer anderen Farbe eingefärbt sind. Aber besonders am Anfang ist der beste Tipp, den ich dir mitgeben kann, einfach ein klares Plexiglas zu nutzen und eine Sammlung an farbigem Papier im DIN A1 oder DIN A0 Format zu haben. Damit kannst du eine Scheibe für unglaublich viele Untergründe benutzen, indem du einfach darunter das farbige Papier wechselst. Prinzipiell kannst du jede Farbe mit einer Spiegelung versehen. Aber je dunkler der Untergrund, desto stärker die sichtbare Reflexion. Und Achtung, auf solchen Oberflächen siehst du jeden Fussel. Also immer schön vor der Aufnahme sauber machen. Okay, reden wir einmal über eine super wichtige Kameraeinstellung, wenn es um Produktaufnahmen geht. Beim typischen Film versucht man den Fokus auf eine Figur zu lenken, indem man den Hintergrund unscharf macht. Aber bei Produktaufnahmen ist es ein bisschen anders, was irgendwie auch Sinn ergibt. Schließlich möchtest du dem Zuschauer möglichst viele Details am Produkt zeigen und diese nicht unscharf machen. Und diese sogenannte Tiefenschärfe kontrollierst du besonders mit der Blende eines Objektivs. Diese kannst du entweder am Objektiv selber oder in der Kamera einstellen. Die Blendenstufen werden dann neben einem kleinen F angezeigt. Und bei Produktvideos sagt man, dass die Blende mindestens 8 oder höher sein sollte. Damit bekommst du fast immer das komplette Produkt scharf. Aber Achtung, eine enge Blende bedeutet auch, dass nur wenig Licht auf den Sensor der Kamera kommt. Daher brauchst du unbedingt leistungsstarke Lampen. Investiere am besten von Anfang an in starke Strahler, mindestens 60 Watt und bei Zeitlupe mindestens 150 Watt. Hier ist ein Tipp für Produktvideos, der wichtiger ist, als die meisten denken, aber auch deutlich einfacher, als du vermutlich erwartest. Erzähle eine Story, egal wie simpel sie ist. Mir ist schon klar, dass du keinen kompletten Roman oder Liebesgeschichte erzählen möchtest. Das wird auch gar nicht in ein Produktvideo passen. Oder? Das bedeutet auch gar nicht, eine Story zu erzählen. In der Werbung bedeutet Story, bring den Zuschauer von Punkt A über einen Mittelweg zu Punkt B. Mehr nicht. Das heißt auch, dass die Geschichte super simpel sein kann oder gar nicht als Geschichte wahrgenommen wird. Überlege einfach, in welcher Stimmung der Zuschauer gerade ist, wo du sie hinbekommen möchtest und wie du sie dahin bekommst. In 90% der Fälle heißt das, in einer Alltagssituation zu beginnen und ihn auf ein positiveres Niveau zu heben, also zu hypen, sich besser fühlen zu lassen, whatever. Die Story ist einfach, wie du ihn Schritt für Schritt dahin bekommst. Und eine besonders effektive Möglichkeit ist es, einen unerwarteten Moment im Produktvideo zu schaffen. Na, erinnerst du dich? Mach es also nicht komplizierter, als es ist. Hole den Zuschauer auf einem Energielevel ab, erzeuge einen unerwarteten Augenblick und nutze diesen, um mit einer erhöhten Energie die Stimmung zu erreichen, die du haben möchtest. Wenn dir diese 10 Tipps noch nicht gereicht haben, dann solltest du dir auf jeden Fall dieses Video anschauen. Da zeige ich dir 5 Fehler, die jeder Filmanfänger macht und wie du es besser machen kannst. Ich hoffe, wir sehen uns da dann wieder und damit tschüss, bye bye und ciao.